Hi, wie geht's dir? Hi, gut. Alles gut? Ja. Hast du ein paar Fragen ausgedacht? Ja. Ja, ich bin gespannt. Das erste Mal, wo du ein Interview machst? Ja. Ja, erste Mal? Ja. Geübt hast du? Ja, habe Oder ich. bist du ein Naturtalent? Also ich habe auch schon ein bisschen geübt. Okay, ja, dann kriegst du das hin. Wie bist du zum BVB gekommen? Hast du angerufen oder haben die bei dir angerufen? Die haben bei mir angerufen, tatsächlich. Was war dein schönstes Erlebnis bei BVB? Mein schönstes Erlebnis, hätte ich gesagt, wo wir ins Champions League Finale gekommen sind. Glückwunsch, Junge! 2-0, Junge! 2-mal! Was war da oder ist dein Lieblingsessen bei deiner Mama? Was habe ich am liebsten gegessen immer? Rösti mit einer Kalbsbratwurst und so Ja. geiler Soße. Darfst du auch mal Kuchen oder Schokolade Ja, ist locked essen? in. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich bin ja Schweizer und wer ja weiß, wir Schweizer sind ja bekannt für unsere Schokolade. Und wenn ich in der Schweiz bin, bringe ich auch jedes Mal meiner Frau ein bisschen Schokolade mit. Da freut sie sich auch immer drüber. Wer ist dein bester Freund beim BVB? Ich hätte gesagt, am meisten Unternehmen tue ich auf jeden Fall mit dem Rierson, weil wir spielen beide Golf. Und das heißt, wir sehen uns auch abseits vom Training immer wieder regelmäßig, weil wir zusammen Golf spielen und dann am meisten Zeit verbringen, hätte ich gesagt, neben dem Fußball. Bist du eigentlich reich? Reich? Boah, ja, du, für manche auf jeden Fall, für manche andere wahrscheinlich auch nicht. Kommt immer auf die Perspektive drauf an. Aber doch, du kannst auf jeden Fall sehr gutes Geld verdienen als Profi. Welches Tier wärst du, wenn du eins sein könntest? Irgendwas, das fliegt, hätte ich gesagt. Ich glaube, Fliegen wäre mega cool. Ich dachte so ein Hund, weil du hast ja auch einen Ein Hund. Hund? Ja, ein Hund. Ja, ein Hund ist auch cool, das stimmt. Ich mag auch meinen extrem gerne, aber ich hätte jetzt gesagt, ich würde irgendwas gerne können, wo ich jetzt nicht kann. Und ich glaube, so fliegen, das wäre schon irgendein Vogel wahrscheinlich. Was meinst du? Was ist es bei dir? Bei mir ist es so ein Hund. Ein Hund auch, ja? Ja. Okay. Meine Oma hat ja auch einen Hund. Was machst du, wenn du während des Spiels dringend auf Toilette musst? Ich musste ich noch nie wirklich dringend auf die Toilette während dem Spiel. Da bin ich auch echt dankbar für, weil ich wüsste wirklich nicht, was ich machen soll in dem Moment dann. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen Probleme. Ja, ja, verständlich, ne? Hast du vor einem wichtigen Spiel ein Ritual? Wir essen immer ein bisschen was Ähnliches. Wir haben immer so rote Betesäfte, die wir kriegen. Wir haben meistens so Pancakes, die noch kurz da sind vom Spiel. Alles so Sachen, wo du dann so ein bisschen immer dieselben Sachen isst und so ein bisschen deine Routinen kriegst in dem ganzen Zeug. Wie machst du das? Also, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade bei Husen Cool und vor einem wichtigen Spiel, da hatte ich schon mal davor ein bisschen Kokosnusssaft. Das ist auch gut. Habe ich auch ab und zu übrigens. Kokosnusssaft ist top. Spielst du lieber vor der Nord- oder Südtribüne? Das ist gar nicht so einfach. Ich hab's natürlich lieber, wenn ich vor der Süd bin, weil du halt einfach von der Stimmung noch mal mehr mitkriegst, wie auf der anderen Seite. Aber das Coole ist, wenn ich halt vor der Nord quasi stehe, dann spielt halt die Mannschaft auf die Süd und wenn die dann ein Tor schießen, dann ist halt noch mal ein bisschen was anderes. Von daher, schwierige Frage, ich weiß es gar nicht. Ich persönlich wahrscheinlich eher erste Halbzeit dann vor der Süd, weil du so ein bisschen die Stimmung mehr mitkriegst. Fürs Team freut es mich natürlich mehr in der zweiten, wenn sie dann ein Tor schießen. Hast du schon mal ein Tor geschossen beim Spiel? Nee, leider nicht. Leider nicht. Das ist aber ein Ziel von mir irgendwann mal. Muss ich vielleicht mal nach vorne gehen. Und wann war mal deine beste Chance dafür? Meine beste Chance? Ich glaube, ich bin gar nie zum Abschluss gekommen. Ich war schon ein paar Mal vor. Auch wo ich jünger war, bin ich schon ein, zwei Mal nach vorne gelaufen. Aber ich habe mein letztes Tor geschossen in der U12. Weiß ich noch, weil ich habe meinen Finger ausgerenkt gehabt. Dann musste ich pausieren eine Zeit lang. Da war ich Stürmer. Und da habe ich ein paar Tore geschossen. Aber seit da ist leider bergab gegangen in meiner Stürmerkarriere. Ich bin auch Torwart. Hast du einen Tipp für mich?
Da gibt es ganz viele Sachen. Hast du denn irgendetwas, wo du denkst, dass du Hilfe brauchst? Also zum Beispiel so, wie ich die Bälle, wenn die mal so hart draufkommen, wie ich die dann besser so halten kann. Ablenken meinst du? Oder einfach die Hände hinterm Ball zu kriegen? Oder eher, wo du sie hinlenkst? Also wie ich dann auf jeden Fall die kriege, dass die auf jeden Fall nicht, ich hab die dann, aber die flutschen dann über meine Finger. Ach so, ja, aber so. dann vielleicht musst du überlegen, dass du sie nicht festhalten willst, sondern dass du sie einfach nur abprallen lässt. Weißt du? Weil wenn du festhältst, ist es natürlich schwieriger oder du hast weniger Zeit für den Ball. Wenn du einfach nur die Bälle die Hand hinter den Ball kriegst, hast du das Problem mit dem Flutschen wahrscheinlich dann nicht. Dass du einfach vom Kopf her nicht denkst, du willst den festhalten, sondern dass du einfach nur halten willst, quasi, dass du ihn versuchst, entweder übers Tor wegzumachen, wenn er hochkommt, oder wenn er eher ein bisschen auf die Seite kommt, dass du ihn quasi dann auf die Seite wegmachst. Erzähl mal, wie war es denn für dich jetzt, dein erstes offizielles Interview mit Kamera und allem zu geben? Hat Spaß gemacht? Ja, und ich war auch am Anfang noch so ein bisschen nervös. Ja, das ist okay, das hast du super gemacht, aber auf jeden Fall. Ja. Ja? Sehr gut. Komm, machen wir mal zusammen.